Es ist Sommer, es ist heiß und super trocken. Kein Baum in Sicht, der unserem Zelt Schatten spenden könnte. Der Osten der Türkei gleicht einer Steppe. Wir freuen uns deshalb riesig, dass uns Mehmet aus Batman zu sich eingeladen hat. Und wir haben eine Mission. Wir helfen syrischen Flüchtlingen. Dann geht es weiter zum größten Sodasee der Erde. Oh, widerlich. Oh, wir haben Gegenwind und die Melli putzt sich die Nase. Das landet alles bei mir. Ah. Ja, genau. Egal. Es geht bei uns so. Ja, an dieser Stelle würden wir euch eigentlich Drohnenaufnahmen zeigen, aber ich habe noch Flugangst. Ich glaube, die Drohne auch, deswegen vertagen wir das mal. Die Gegend ist super schön. Es ist eigentlich eine Schande, dass wir euch da jetzt nichts zeigen können. Ihr müsst euch einfach vorstellen. Guck mal. Ist das jetzt eine Hitzefantasie oder ist es echt? Also könnt ihr dieses Schwimmbecken sehen oder sehen das nur wir da? Ich sehe sogar zwei. Ja, es hat 35 Grad im Schatten. Das ist unerbittlich. Und da vorne 35 im Schatten. Vorne hat es Wasser auf der Straße. Wenn Sie das sehen und dem Wasser fahren wir nach. Aber wir hoffen, dass wir endlich irgendwann Wasser finden. Wir sind beide leer, kein Wasser mehr. Haben aber irgendwann diese Pfütze da vorne, wo das Auto jetzt ist, erreicht. Hoffentlich können wir da unsere Wasserflaschen nachfüllen. Oh, super, Melli hat Wasser besorgt. Spaß! Spaß! Ja, in Gaziantep haben wir euch ja schon mal erzählt, dass die Gegend ganz bekannt ist für Fistik, für Pistazien. Und hier haben wir tatsächlich ganz viele Pistazienbäume. Und wir haben es noch nie in echt gesehen, deswegen total interessant, dass wir das mal so live on the road kennenlernen. Und hier seht ihr schon, die sind noch nicht ganz fertig. Umso röter sie sind, desto besser sind sie. Brauchen noch ein bisschen, aber echt super cool. Der eigentliche Plan war, sich einen Schattenplatz zu suchen und am Mittagessen zu machen. Hier ist weit im Bereich keinen Schatten, also ich hatte keine Lust mehr, haben wir angehalten. Und jetzt die Hängematte aufgespannt. Und hier unten drunter gibt es jetzt Mittag. Ja, die ersten 70 sind runter. Jetzt sind es nur noch 20. Ah, jetzt sind wir in Batman. Hi. Hello. Hallo. 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 Was ist Hölle los hier? Sie ist die Tochter von unserem Host. Genau. Wir haben die Räder weggesperrt, hier ist immer noch die Hölle los. Ich kann mein eigenes Wort nicht verstehen. Guck mal, es drehen voll durch. Genau, jetzt gehen wir mal rein. Ja, total süß. Wir machen hier echt super coole Hausaufgaben von dir. Und was ist noch übrig? Was? Tavşan nasıl oluyor? Benim tavşanım. Rabbit? Wir sind in Batman und das ist der Mehmet. Bei dem dürfen wir schlafen und seiner Familie. Hello, Hello, welcome. Welcome to Batman. Thank you. Thank you. Wir machen jetzt einen Ausflug und das ist ein ganz besonderer Ausflug. Und zwar der Mehmet schreibt eine Kolumne über die Flüchtlinge von Syrien. Und da fahren wir jetzt mal hin und besuchen die Kinder. Ins Flüchtlingscamp. We're really happy to go with you. Yes. And you show us. A refuge. Yes? Refuge. You go to very bad. You come home. You do children. You do come happy very. To see, yes, yes. happy. You go to refuge. Okay. Okay, Let's let's go. Mehmet arbeitet ehrenamtlich bei der Flüchtlingshilfe in Batman. So, wir sind jetzt hier angekommen. Im ersten Haus war keiner. Jetzt sind wir weitergefahren. Und es sieht so aus, als verteilen wir was.
Er nimmt uns mit zu den Familien, die dringend Hilfe brauchen. Viele Flüchtlingsfamilien öffnen nicht die Türe, weil sie Angst haben, dass der Vermieter die Miete eintreiben will. Mehmet verteilt Geld, das extra von der Hilfsorganisation für die Flüchtlinge gesammelt wurde. Dabei sagt er, dass er die Menschen nicht mit Fischen füttere, sondern ihnen zeigt, wie das Angeln geht. Sie sollen sich quasi nicht daran gewöhnen, dass sie ständig Geld bekommen, sondern lernen, damit umzugehen. Und es wird ein Anreiz geschaffen, sich selbst etwas aufzubauen. Man schätzt, dass seit dem Bürgerkrieg in Syrien 2011 über 4 Millionen Menschen in die Türkei geflüchtet sind. Der Großteil davon sind Kinder und Frauen. Dazu kommen noch weitere Flüchtlinge, die von der Terrormiliz IS im Irak und Syrien vertrieben und angegriffen worden sind. Die Flüchtlinge verteilen sich überwiegend in großen Städten wie Istanbul, aber auch in den südöstlichen Regionen, die an Syrien grenzen. Batman liegt sehr nah an der syrischen Grenze. Ich bin nicht so sicher, ob die mich verstehen. Also es sind ja Syrer hier. Die Stadt bemüht sich seit den Konflikten, viele Jesiden und Kurden aufzunehmen. Zum einen hat die Stadtverwaltung die Flüchtlinge in winterfeste Zelte untergebracht, zum anderen wurden sie auf die umliegenden Dörfer der Region verteilt. Denn dort stehen seit längerem unbewohnte, von Jesiden zurückgelassene Häuser. In diesen Häusern müssen oft kaputte Fenster ersetzt werden, aber es mangelt auch an Kühlschränken, Wasser- und Stromleitungen. Ja, also hier wohnt die Familie. So sieht es aus. Ja. Hier haben sie ein Haus renoviert, das war vollkommen ausgebrannt. Das haben wir uns gerade angeschaut. Hier sind die kaputten Teile, die sie noch rausgerissen haben, und es ist wieder renoviert. Und Fotos werden immer gemacht. Das ist auch so eine Sache, jetzt nicht wie bei uns, dass man jetzt irgendwie eine Unterschrift macht oder sowas, sondern hier wird halt einfach ein Foto gemacht, immer von der Übergabe. Er achtet immer darauf, dass hinten sein hier die Başak drauf ist, und das dient dann quasi als Beweisfoto und auch in gewisser Weise als PR, dass man auch sieht, dass sie hier was machen, was auch eigentlich ganz gut ist. Ja, wir sind vom letzten Haus angekommen. Ich habe noch ein bisschen Wurstgeschenk gekriegt, so richtig lieb. Und die Kleine kriegt noch 20 Lira extra. Tschüssi. Güle güle. Abfahrtstag. Wir waren jetzt 2 Tage hier, also 2 Nächte, und haben viel interessantes Zeug zusammen erlebt. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt fahren wir zusammen ein kleines Stück und wir fahren dann weiter in Richtung Tatvan. Wir haben wieder einen Freiwilligen. Oh, ist so lieb. Schöne Zeit mit Mehmet gehabt hier. So, wir sind angekommen auf 1810. Und jetzt geht's runter nach Tatvan zum See. Tatvan! Da ist er, der Lake Van. Wir fahren jetzt am Nordufer lang, weil wir da mehr Ausblick auf die Berge haben, hier rechts. Der Vansee liegt etwa auf 1700 Metern und ist der größte See der Türkei. Mit seiner Fläche von 3740 Quadratkilometern ist er 7-mal größer als der Bodensee. Ringsherum ist der Vansee von bis zu 4000 Meter hohen Vulkanen und Bergen eingerahmt, wobei sich der See durch dessen Flüsse speist. Der ursprüngliche Abfluss des Sees wurde vor weniger als 1 Million Jahren durch den Vulkan Nemrut blockiert. Der Vansee ist auch der größte Sodasee der Erde. Das Wasser ist reich an Soda und anderen Salzen, das übrigens für die Herstellung von Waschmitteln dient. Da vorne im Hintergrund können wir schön den Mount Nemrut sehen. Da ist noch Schnee drauf. Wir fahren jetzt hier ein bisschen runter bis ans Seeufer und dann ist endlich mal Mittagspause. Ich wollte eigentlich gerade dieseln und dann sehe ich, dass hier so ein Auto anhält und ich so, nein, wir geben schon wieder Besuch.
Aber die sind total lieb gewesen. Die haben uns jetzt eine ganze Melone geschenkt. Und da sich sowas schlecht auf dem Fahrrad transportieren lässt, also es ist ja nochmal zusätzlich extra Gewicht, müssen wir jetzt schnell auffordern. Das ist total süß. Eine ganze Melone, ja. Also wir sind ja hier am Wannsee und hier gibt es eine ganz spezielle Art Seekühe. Ist die Frage, wird jede Kuh zu Seekuh, wenn sie am See ist, oder funktioniert es nur hier? Feierabend. Oh. Guck mal, uns geht schon die Haut ab. Oh, ich bin so müde. Oh, ist ganz schön kalt hier. Das sind dann doch wieder die ganz schönen Tage, wo du dann so endest hier, ne? Spitzenmäßig, oder? Hätten wir uns auch nicht gedacht, dass es heute so zu Ende geht. Gute Nacht. Nee, Mann, ich mag das nicht. Mir lieb wurzelt noch ein bisschen rum. Ich auch. Es war dringend notwendig. Ich muss noch wieder ein bisschen schlafen, weil bei den Gastgebern, umso weiter wir da Richtung Osten kommen, umso später gehen die ins Bett. Gibt es dann Essen um 11:30. Ihr kennt es aus den Rocco-Videos. Das schaffen wir einfach nicht. Und die letzten 3 Tage waren ständig irgendwann spät ins Bett. Und morgens ist es heiß, kannst du nicht richtig schlafen. Und gestern sind wir einfach mal um 7 Uhr ins Bett gegangen. Das war so wunderbar. Es ist so notwendig. Wirklich, Fahrradfahren zehrt sonst so und man muss ausreichend und erholsam schlafen, sonst geht man einfach ein und verschrumpelt und stirbt. Heute geht's wieder weiter. Wir sind durch Achlat durch und fahren hier weiterhin die Nordroute um den See rum. So, wir machen hier jetzt eine kleine Pause, weil wir noch eine Melone haben von gestern, die uns ja hier geschenkt wurde. Und hoffentlich kommen wir auf diesen Steg hier rechts. Das wäre schön, da kann man sich, glaube ich, in den Schatten setzen. Ja, super, keine Treppen. Genau richtig. Perfekt. Genau, was wir brauchen. Ah, ist das schön, schaut mal. Bis ans Wasser hinfahren. Ne? Dann lassen es für heute wieder gut sein, wir sind ja ganz schön müde. Leider gestaltet sich das mit der Zeltplatzsuche etwas schwierig hier um den Lake Van rum, weil alles in der Sonne ist. Aber wir haben ziemlich viel Glück gehabt, weil ich habe jetzt das hier entdeckt. Da hinten sind so ein paar vereinzelte Bäume, da fahren wir jetzt hin und schauen uns das mal an. Es ist zwar ein guter Höhenunterschied, aber ja, es hilft nichts. Ja, haben wir heute über 70 Kilometer gemacht, ohne dass wir es gemerkt haben eigentlich. Aber jetzt gegen Ende hin sind wir dann doch müde geworden. Deswegen lassen wir es jetzt gut sein, es ist 4 Uhr. Die Melli holt jetzt noch schnell bei diesem Laden hier, der hinter mir ist, dem Market, ein bisschen Wasser, dass wir auch versorgt sind. Und dann fallen wir gleich wie die Steine ins Bett. Vielleicht machen wir noch ein Lagerfeuer, je nachdem wie es sich gibt. Gucken wir einfach mal. Ja, wieder Zeit für ein bisschen Offroad. Erstmal da runter. Runter ist immer ganz lustig, rauf ist die Kacke. Und hier ist auch noch Glas. Ah. Ich hoffe, es knackt nicht schon wieder. Wenn es knackt, wisst ihr Bescheid. Unser Mikrofon ist kaputt und das kann man auch nicht reparieren. Leider.
Wenn uns da jemand unterstützen will, weil solche Sachen hier, was wir hier machen, das ist sehr materialermüdend, was Technik auch angeht, vor allen Dingen. Wir brauchen Internet, um euch diese Sachen hier hochzuladen, zu bearbeiten. Dann würden wir uns mega freuen über Unterstützung auf Patreon, auf Steady oder auch noch viel besser auf Dauerauftrag, weil bei Patreon und Steady kommen nur etwa 57% eurer Unterstützung an. Der Rest verschwindet nämlich in Gebühren für die Plattformen, in Umwandlungsgebühren, in PayPal-Gebühren, Auszahlungsgebühren und die lassen sich immer wieder neues Zeug einfallen. Netto bei uns nutzbar sind leider nur 57% eurer 100% Spendenbereitschaft. Was ich sehr schade, oder wir beide sehr schade finden. Deswegen wäre cool, wenn das jemand machen möchte, wäre ein Dauerauftrag echt cool. Und ihr bekommt auch dieselben Bonusgeschichten wie auf Steady und so weiter auch. Ja Leute, so sieht bei uns dann die Zeltplatzsuche aus. Also es ist schon immer wieder spannend. Wir stehen jeden Morgen auf und keine Ahnung, wo es eigentlich hingeht, wo wir schlafen werden, was wir für Begehungen machen. Und manchmal landen wir hier. Schauen wir mal. Oh, ist doch schön. Schönster Platz vom Wannsee, sagt sie. Ah, das ist ja super hier. Alles voller Müll, ne? Klasse. Können wir wieder was einsammeln. Ah ja, das ist ja spitz. Vielleicht kann man da drüben ins Wasser. Hier ist schon milchig. Aber auf jeden Fall ist der Campingplatz toll. So, und so sieht das dann aus, wenn wir was gefunden haben. War nicht schlecht. Bisschen vermüllt, aber das ist hier immer so. Wir sammeln das dann immer ein, nehmen es mit und fahren es, auch wenn es 60, 70 Kilometer sind, bis zum nächsten Mülleimer. Der Strand. Gucken wir mal, vielleicht gibt es irgendwo, da drüben sieht es ein bisschen besser aus, hier ist es ein bisschen ranzig. Ich hoffe mal, dass es nicht allzu salzig ist, ich würde so gern schwimmen. Aber ich habe irgendwo gehört, dass das hier angeblich salzig ist. Klar, man kann auch in Salzwasser schwimmen, aber ich habe jetzt keine Lust, mich einzusalzen. Wie viele? 75,8 sind wir heute gefahren. Hier, wenn ihr mal wissen wollt, wie das so aussieht. Fahrzeit heute 5 Stunden, effektiv 75,8. So, wir sind fleißig am Abendessen kochen. Wir sind direkt am Wannsee. Er ist echt voll schön. Wir waren jetzt mal kurz am Ufer, ist aber kreislig irgendwie zum Baden. Also reingehen tun wir jetzt nicht. Aber wir werden den euch mal von oben zeigen. Die Flugangst, naja, die ist immer irgendwie noch ein bisschen da, aber trotzdem, ich meine, wir schleppen die Drohne ja nicht umsonst mit. Deswegen, ich glaube, es wird ein richtig guter Ausblick, den wir gleich zu sehen kriegen. Hier gibt es nur Algen und eine einzige Karpfenart, die nur im Brackwasser in der Nähe der Flussmündungen lebt. Auf der gegenüberliegenden Seite am Ostufer liegt die Stadt Van. Die ist gleichzeitig die Hauptstadt der ostanatolischen Provinz. Wirklich schön, dass euch diese Aussicht gefällt. Unten nämlich auch. Aber wir zeigen euch jetzt mal behind the scenes, wie das hier wirklich aussieht. Das ist leider die traurige Wahrheit. So viel Müll, wie hier rumliegt, können wir gar nicht einsammeln. Wir nehmen jedes Mal so viel mit, wie in unsere Tüte passt und wir an unser Rad schnallen können. Aber ihr habt gesehen, was an dem Strand los ist. Wie sollen wir das einsammeln? Das ist nicht möglich. Und deswegen, wenn ihr wild campt oder sonst was, bitte achtet darauf, dass es nicht irgendwann so aussieht wie hier. Ja. Nehmt euren eigenen Müll mit, nehmt den Müll mit von fremden Leuten, ganz egal. Aber wenn es so aussieht wie hier, ermuntert es nur die Leute, noch mehr Müll hier hinzuschmeißen. Und irgendwann sind dann so wunderschöne Plätze wie hier einfach zerstört dadurch. Genau, weil die Türkei ist kein dritte Weltland. Die Türkei hätte die Infrastruktur und die Mittel dazu, für eine vernünftige Müllentsorgung zu sorgen. Aber aus irgendeinem Grund ist es in den Köpfen der Menschen noch nicht angekommen. Das Problem ist nicht, dass die Regierung es nicht wegschafft. Es gibt tolle Konzepte. Es gibt sogar mittlerweile Recycling, haben wir in Antalya gesehen. Das sind wirklich, die Sachen sind da, aber die Leute interessiert es nicht. Das haben wir jetzt nur hier im Umkreis von, keine Ahnung, 20 Metern, 10 Meter. Ja, sowas. Es ist unglaublich schade. Aber wir nehmen es jetzt mit und wir hoffen, dass ihr das auch macht, wenn ihr irgendwo seht, dass Müll rumflattert.